Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so an Infos mitbringt. Ich habe ja heute mal das Serial-Nummer von Sven dabei. Da haben wir eben die Möglichkeit, Zahlen mit einzubeziehen. Und ich wollte euch noch daran erinnern, dass heute Mittag 15 Uhr das Neumond-Orakel zu sehen ist für die neue Neumond. Und jetzt lassen wir die Karten mal springen für eine Botschaft. Hier geht es um den gebenden Teil in uns. Vielleicht auch um ein Gegenüber, das hier eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Und es geht um uns. Geben, nehmen, wir. Wo waren wir in der Vergangenheit? Wo waren wir, an welcher Stelle für unseren Partner, für unsere Partnerschaften? Wie haben wir das alles geführt? Wo haben wir Kämpfe gehabt? Wo haben wir Harmonie erschaffen? Wo ging es um Familienthemen? Wo stand uns da auch was im Weg sozusagen? Man sieht so ein bisschen den Trouble, den man aus der Vergangenheit für eine familiäre, partnerschaftliche Situation auch erlebt hat. Und eine gewisse Unruhe, die da auch war. Und es geht ihm jetzt hier um das Erarbeiten eines stabilen Fundamentes für Partnerschaften, für Situationen, in denen wir Kämpfe austragen, auch mit Gegenübern. Selbst wenn du kein Gegenüber hast, kannst du damit in Resonanz gehen. Denn es ist ja niemand da, eine Partnerschaft, die eben nicht verankert ist oder die durch Hindernisse einfach nicht zustande kommt. Ne? Möglicherweise geht es hier auch darum, dass das Arbeitsleben des Partners auf die Situation einwirkt, im Jetzt. Hindernisse, die dann auf das Familiensystem andocken oder dass man eben auch so mit dem Gegenüber Themen hat, die man bearbeitet. Für die Zukunft haben wir hier das Schicksalskreuz. Das heißt, hier gibt es Dinge, die kannst du nicht beeinflussen, vorbestimmte Wege, Berufung, deine und auch des Partners. Vielleicht geht es auch darum, dass jemand einen anderen Weg gehen will als bisher und dass es Situationen gibt, die dadurch sehr verstrickt sind. Hier kann auch die Begegnung nochmal kommen mit irgendwelchen Ex-Partnerschaften oder Mutterthemen in dem Fall oder Menschen, die in der Vergangenheit irgendwie schon darauf Einfluss genommen haben. Trotzdem auch die Möglichkeit, den Giftstachel rauszuziehen. Schlange hat immer auch genesende Energie. Ja, und hier macht man irgendwo einen Schnitt dran. Man beendet einen Umweg. Man gibt hier dieser Blockade, diesem Hindernis, diesem Umweg keine Chance. Es kann ja auch so ein Ereignis sein, das in der Zukunft nochmal nachhängt. Nichtsdestotrotz geht es ihm hier und jetzt darum, einen Schnitt zu machen unter irgendetwas, etwas wegzulassen, einer Situation nicht so sehr viel Macht zu geben. Hier ist der Mond, ne? Wir sprachen gerade vom Neumond-Orakel. Zyklen im Leben, Phasen, die sich immer wieder runden, die Seele, die Psyche, die Gefühle. Vielleicht auch die Gefühle, die mit Verletzung und Verwundung einhergehen und daran gehindert haben, dass man sich hier ein stabiles Fundament gemeinsam erschafft. Wir haben für diese Legung das 5. Haus dabei. Ne? Das 5. Haus hat sehr viel mit Selbstverwirklichung zu tun, mit Kindern, mit was machen wir, was macht das Umfeld. Ne? Wo habe ich schon selber Schnitte gemacht und den anderen vielleicht
etwas mitgegeben dadurch und mich selber zurückgenommen. Könnte auch ein bisschen Herausforderung mitbringen, denn wir haben ja tatsächlich eben mit dem Mond auch so diese verletzten Gefühle, die hier kommen. Hier in dieser Legung geht es jetzt speziell drum. Wir haben ja Neumond vor der Tür stehen, aber was das hier anbelangt, ist einfach noch der abnehmende Mond, ne? Die Kräfteentfaltung, die Aktivität, da gibt man etwas ab. Und hier unten am Deck haben wir noch das 9. Haus. Es sind beides Häuser des Elementes Feuer, ne? Der Energie, der Sternzeichen wieder Schütze und Löwe. Und wir haben hier auch das Thema Werte, Vorstellungen, Religion, Glauben, Ethik, die jeder so hat. Das Beziehungsleben, die Verträge, die Verbindlichkeiten. Möglicherweise hat man hier auch irgendjemand, der unterstützend wirkt mit an Bord, der hilft, seine Ziele zu verwirklichen. Ja, und hier haben wir mal wieder unten uns liegen. Ne? Es geht schon auch um uns und um unsere Verstrickungen. Die Schlange haben wir zweimal, wir haben uns zweimal. Also eine doppelte Aussage. Es kann auch so ein Kollidieren von Glaubenssätzen sein. Ne? Was möchte der eine, was möchte der andere? Wo braucht man einen Kompromiss? Wo braucht man jemanden, der vermittelt? Und wo ist man sich einfach auch mal selbst für die Zukunft am nächsten? Es geht hier in dieser Phase stark auch um etwas, was jetzt beginnt und in der Zukunft wirkt. Die Balance ist wichtig, das Gleichgewicht. Das ist sowieso, wenn die Paare fallen, ist das sowieso das sehr ausgleichende Prinzip hier mit dabei. Und die beste Zeit ist jetzt. Ne? Wer sich bis jetzt noch nicht selbst verwirklichen konnte, weil immer alles andere wichtiger war, der darf jetzt mal in die erste Reihe. Hier ist die Zeit noch nicht ganz reif. Hier kommt zwar ein Schnitt und ein plötzliches Ereignis, aber hier brodelt sich das hier erst noch zusammen. Und wenn die Zeit dann reif ist, liegt hinter dem ganzen Thema für uns eine riesengroße Chance für unser Wachstum, für unsere Zukunft, für unsere Ausgeglichenheit und für das, was die Werte betrifft. Ne? Also es ist die beste Zeit, die Dinge in Angriff zu nehmen, denn wenn die Zeit dann reif ist, ist hinter dieser Legung eine große Chance zu sehen. Die gehört nur uns, ja? Jedem, der zuhört. Das ist nichts, was du noch für die anderen irgendwie tust oder übrig hast oder so, sondern das gehört dir und deiner Selbstverwirklichung und deiner Balance, deinem Gleichgewicht. Das sind jetzt 3, ich nehme sie alle. Spüre den Regen und finde die Sonne. Also beides hat seine Wertigkeit. Man läuft hier mit dem Schirm, schützt sich vor dem Regen und trotzdem ist die Sonnenblume da. Bloß kein Stress heißt hier auch, ne, wenn Zeit zu ruhen ist, dann ist Zeit zu ruhen. Und wenn etwas noch länger dauert, dann ist es halt so. Und wir haben die Ermutigung, dass wir das Ganze gut schaffen. Ja, wunderbar. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis heute Mittag, 15 Uhr. Ich drücke euch bis bald.